Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Stellt euch für einen kurzen Moment mal ein Klassenzimmer der nahen Zukunft vor. Oh ja, das ist ein spannendes Bild. Absolut. Also dort steht einfach kein menschlicher Lehrer mehr vorn an der Tafel. Stattdessen lernt ihr mit einem Algorithmus. Wahnsinn. Ja, einer künstlichen Intelligenz, die nicht nur eure Hausaufgaben kontrolliert, sondern, und das müsst ihr euch mal vorstellen, durch die Kamera euer Gesicht scannt. Echt? Das klingt ein bisschen gruselig. Ja, total. Sie misst, wie lange ihr bei einer Frage zögert, wie sich eure Pupillen bewegen und berechnet dann auf die Millisekunde genau den Moment, an dem ihr ein neues Wort vergessen werdet. Um es euch dann exakt eine Sekunde vorher noch einmal zu zeigen, oder? Genau das. Und da frage ich mich und euch natürlich auch, klingt das nach einem genialen Traum oder doch eher nach einem beängstigenden Science-Fiction-Film? Das ist wirklich die große Frage. Und genau diese Frage, Traum oder Albtraum, steht im Zentrum unseres heutigen Themas. Richtig. Wir sind ja mittlerweile bei Tag 195 angekommen und heute stürzen wir uns auf eine enorme Debatte, nämlich die Zukunft der Bildung. Ein riesiges Thema. Absolut. Wir wollen gemeinsam mit euch herausfinden, ob die klassischen Universitäten in 20 Jahren überhaupt noch existieren oder ob wir unser gesamtes Wissen bald nur noch durch smarte, kleine Mikro-Lernhäppchen aufsaugen. Um bei diesem massiven gesellschaftlichen Wandel wirklich kompetent mitreden zu können, schauen wir uns an, wie sich unsere Sprache rund um das Lernen gerade verändert. Denn die Konzepte wandeln sich ja wirklich rasant. Ja, tun sie. Aber bevor wir jetzt in diese hitzige Diskussion einsteigen, haben wir noch ein wichtiges Werkzeug für euch vorbereitet. Ganz genau. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Schritt 3. Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Genau, das ist extrem wichtig. Bleibt übrigens bis zum Ende dran, dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, da fügen sich dann all die spannenden Wörter, über die wir gleich sprechen, zu einer tollen Geschichte zusammen. Also lass uns direkt starten. Gerne. Lass uns direkt in das Fundament dieses Themas eintauchen. Wenn wir über diese hochmoderne KI-Zukunft sprechen, müssen wir uns ja zuerst die Realität ansehen. Stimmt. Und diese Realität ist unser erstes Wort für heute, das Bildungssystem. Ein sehr präsentes Wort. Ja, wenn ich mir anschaue, wie Schulen und Universitäten so organisiert sind, also die Gesamtheit der staatlichen Institutionen für das Lernen, dann wirkt das oft wie so ein gigantischer Dinosaurier. Aus dem Industriezeitalter quasi? Genau. Auf Englisch übersetzen wir das Bildungssystem einfach mit Educational System. Educational System. Und mein Beispielsatz für euch lautet: Das deutsche Bildungssystem muss flexibler auf technologische Veränderungen reagieren. Ein sehr passender Satz. Ja, aber mal ernsthaft, warum ist dieses Konstrukt eigentlich so unfassbar starr? Weißt du, wir haben das Internet, wir haben KI, aber wir setzen immer noch 30 Menschen gleichen Alters in einen Raum und erwarten, dass sie alle im selben Tempo lernen. Ja, naja, das liegt einfach daran, weil dieses System ursprünglich für eine völlig andere Welt gebaut wurde. Wie meinst du das? Im 19. und 20. Jahrhundert ging es vor allem um Massenproduktion. Man brauchte pünktliche Arbeiter für Fabriken und Büros, Leute, die Anweisungen befolgen konnten. Ah, verstehe. Das System ist also historisch darauf ausgelegt, Stabilität zu produzieren, nicht Flexibilität. Das macht Sinn. Und es ist riesig. Es betrifft Millionen von Menschen, weshalb jede kleine Veränderung einfach Jahre dauert. Und das eigentliche Endziel dieses langen Weges durch die Institutionen war eigentlich immer eine ganz bestimmte Sache. Unser zweites Wort. Welche Sache? Die Qualifikation. Ah, die Qualifikation. Ja. Damit meinen wir offiziell nachgewiesenes Wissen und Können. Meistens in Form von Papier, Stempeln und Noten. Auf Englisch sagt man Qualification, oder? Genau, Qualification. Und unser Beispielsatz dazu lautet: Praktische Fähigkeiten zählen oft mehr als formale Qualifikationen. Aber da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen. Okay, schieß los.
Genau da liegt doch der Fehler im heutigen Denken, oder? Wir zwingen junge Menschen jahrelang durch ein System, nur um am Ende ein Blatt Papier zu bekommen, Ja, das ist oft so. Boden kann. Das ist ein sehr valider Punkt. Der Wert von diesem Papier verändert sich gerade extrem. Eben. Früher war eine Qualifikation wie eine lebenslange Eintrittskarte in die Mittelschicht. Aber heute veraltet Wissen so schnell, dass das Papier nach 5 Jahren oft schon irrelevant ist. Absolut. Und deshalb gerät auch das klassische Gefäß für diese Qualifikationen unter enormen Druck. Unser drittes Wort: der Studiengang. Genau. Der Studiengang, auf Englisch ist das Degree Program oder manchmal einfach Course. Richtig. Das ist ja der strukturierte Weg an einer Universität, um ein bestimmtes Fach zu lernen. Also wie etwa Medizin oder Maschinenbau. Mhm. Unser Beispielsatz dazu zeigt auch den Versuch der Unis, sich anzupassen. Der Satz ist: Viele Universitäten bieten neue, interdisziplinäre Studiengänge für Digitalisierung an. Ja, sie versuchen es zumindest. Ja, aber lass uns ehrlich sein. Ein klassischer Studiengang ist doch oft wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Wie ein Buffet. Ja, du wirst gezwungen, absolut alles auf deinem Teller aufzuessen, selbst wenn du schon längst satt bist. Du bist für 4 Jahre eingesperrt und lernst Dinge, die du in der Praxis nie wieder brauchst. Da ist viel Wahres dran. Du kritisierst damit vor allem, dass diese Wege oft zu akademisch sind. Und das ist auch direkt unser viertes Wort. Akademisch. Genau. Akademisch ist ein Adjektiv und beschreibt alles, was die hochtheoretische wissenschaftliche Welt der Universitäten betrifft. Auf Englisch wäre das academic. Richtig, akademisch. Und dein Kritikpunkt, den du gerade genannt hast, spiegelt sich exakt in unserem Beispielsatz wider. Wie lautet der? Neben der akademischen Ausbildung wird praktische Erfahrung immer wichtiger. Ja, absolut. Weißt du, wenn du an der Uni etwas rein akademisch lernst, dann durchdringst du zwar vielleicht die komplexesten physikalischen Theorien der Fluiddynamik, also wie sich Wasser genau verhält, aber du hast noch nie selbst in einem Schwimmbecken das Kraulen geübt. Exakt, das ist ein super Vergleich. Ich will nicht 10 dicke Bücher über das Schwimmen lesen, ich will direkt ins Wasser springen. Genau. Aber gut, wenn wir uns einig sind, dass dieses akademische Buffet-Modell kaputt ist oder zumindest sehr veraltet, wie reparieren wir es dann? Das ist die große Herausforderung. Wir können ja nicht einfach ein paar neue Bücher kaufen. Wir müssen das Ganze radikal reformieren. Und da sind wir schon bei unserem 5. Wort: reformieren. Ein sehr starkes Verb. Ja, reformieren bedeutet nicht, dass man etwas völlig zerstört, sondern man verbessert ein bestehendes, riesiges System durch tiefgreifende Neuerungen von innen heraus. Ganz wichtig für unsere Grammatik an dieser Stelle, die Perfektform lautet hat reformiert. Hat reformiert, genau. Auf Englisch übersetzen wir es mit to reform. Hast du ein Beispiel aus dem Alltag? Ja, ein sehr passender Beispielsatz aus den aktuellen politischen Debatten ist: Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen wir die Lehrerausbildung dringend reformieren. Oh ja, das stimmt. Wir können von Lehrern wirklich nicht erwarten, dass sie digitale Kompetenzen vermitteln, wenn sie selbst noch so ausgebildet werden wie vor 40 Jahren. Eben. Aber wie macht man das eigentlich in der Praxis? Wer setzt sich hin und erfindet so ein gigantisches System mal eben neu? Naja, man muss die Dinge völlig neu konzipieren. Unser 6. Wort für heute. Konzipieren. Was genau bedeutet das? Konzipieren bedeutet, dass man einen strukturierten Plan, ein Projekt oder eben einen Lehrplan wirklich systematisch und von Grund auf neu entwirft. Okay. Und die Grammatik? Die Perfektform ist hat konzipiert. Und auf Englisch sagen wir to design oder to conceive. Hat konzipiert, to design. Super. Und der Beispielsatz? Unser Satz dazu lautet: Experten müssen die Lehrpläne für Schulen komplett neu konzipieren. Aber hier habe ich direkt eine Gegenfrage an dich. Nur zu. Wer sind denn diese Experten? Sind das dieselben Beamten, die dieses alte Dinosaurier-System gebaut haben? Ich meine, wenn wir wirklich etwas Neues konzipieren wollen, sollten das nicht eher Entwickler, Neurowissenschaftler oder vielleicht sogar KI-Systeme tun? Das ist genau die Spannungszone, in der wir uns heute befinden. Die Tech-Industrie drängt ja mit massiven finanziellen Mitteln in den Bildungsmarkt. Oh ja, extrem. Und sie behauptet, sie könne das Lernen viel besser konzipieren. Aber Bildung ist nun mal mehr als nur reine Datenübertragung. Sie hat auch einen sozialen Auftrag. Das stimmt allerdings. Wenn man etwas radikal neu konzipiert, muss man es danach auch gesellschaftlich etablieren. Und da sind wir beim 7. Wort.
Etablieren. Richtig. Das ist oft der schwierigste Schritt. Ja, etablieren bedeutet etwas Neues so erfolgreich und dauerhaft einzuführen, dass es von der gesamten Gesellschaft als völlig normal akzeptiert wird. Die Perfektform lautet hier hat etabliert. Hat etabliert, genau. Auf Englisch sagen wir to establish. Hast du da ein gutes Beispiel? Ja, ich erinnere mich noch gut an die Zeit vor ein paar Jahren. Da waren Online-Klausuren ein absolutes No-Go. Das gab es einfach nicht. Oh ja, unvorstellbar. Und jetzt lautet unser Beispielsatz, die Universität konnte erfolgreich neue digitale Prüfungsformate etablieren. Es ist plötzlich völlig normal geworden. Genau. Und der Filter, durch den wir entscheiden, ob wir etwas etablieren sollten oder nicht, ist oft die Frage, ist diese Neuerung wirklich zukunftsorientiert? Unser 8. Wort, zukunftsorientiert. Genau. Dieses Adjektiv bedeutet, dass eine Idee oder ein System perfekt auf die kommenden Entwicklungen und Herausforderungen ausgerichtet ist. Im Englischen ist das future-oriented, oder? Richtig, future-oriented. Und unser Beispielsatz bringt das gut auf den Punkt. Ein zukunftsorientiertes Bildungssystem investiert massiv in kritisches Denken. Das finde ich extrem spannend. Weil die künstliche Intelligenz besteht heute ja in Sekunden jeden Faktentest. Reines Auswendiglernen ist also null zukunftsorientiert. Absolut nicht. Die Maschine weiß sowieso, in welchem Jahr Goethe geboren wurde. Genau. Zukunftsorientiert ist es vielmehr zu lernen, wie man die Antworten der KI hinterfragt. Ein sehr guter Punkt. Bevor wir jetzt weitergehen, ein kurzer Hinweis von uns. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gerne unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde uns riesig freuen. Also, kommen wir nun von dieser großen Vogelperspektive des Systems hinunter in den tatsächlichen alltäglichen Raum des Lernens. Gute Idee. Wie sieht das für den Einzelnen eigentlich am Dienstagmorgen aus? Ja, genau. Und das führt uns direkt zum 9. Wort, die Vermittlung. Die Vermittlung. Das ist das methodische Weitergeben von Wissen und Informationen von einer Person oder eben mittlerweile einer Maschine an einen Lernenden. Die englische Übersetzung dafür ist Teaching. Richtig. Und passend zu unserer bisherigen Diskussion lautet der Satz, die reine Vermittlung von Fakten verliert durch Suchmaschinen an Bedeutung. Stopp, da muss ich jetzt wirklich einhaken. Was gibt's? Wenn die Vermittlung nicht mehr durch den Menschen geschieht, weil Algorithmen das effizienter können, und wir haben ja ganz am Anfang im Intro über diese Kameras gesprochen, die unsere Pupillen tracken, Ja. dann nutzen wir diese Technologie doch eigentlich nur, um die Schüler ständig zu analysieren. Und analysieren ist unser 10. Wort. Stimmt. Analysieren bedeutet, Daten oder Situationen extrem systematisch und tiefgründig zu untersuchen, um Muster zu erkennen. Die Perfektform ist hat analysiert. Auf Englisch to analyze. Genau. Der Satz dazu lautet, KI-Software kann den Lernfortschritt von Studenten präzise analysieren. Aber ganz ehrlich, macht das die Bildung nicht völlig kalt und mechanisch? Wie meinst du das genau? Naja, sind wir dann nur noch wandelnde Datenpunkte für den Algorithmus? Wo bleibt da die Intuition, die Empathie, die ein echter Lehrer hat? Also, deine Sorge vor dieser totalen Überwachung teile ich absolut. Die Gefahr ist wirklich real, dass wir Lernen auf bloße Algorithmen reduzieren. Eben. Aber der optimistische Blickwinkel ist ein anderer. Stell dir vor, die Maschine übernimmt diese rein mechanische Vermittlung und das endlose Analysieren von Grammatikfehlern. Okay. Dann wird der menschliche Lehrer doch eigentlich befreit. Er wird vom Faktenaufzähler zu einem echten Mentor. Und das verändert dann auch, wie wir das Lernen evaluieren. Evaluieren. Das ist unser 11. Wort. Und ein weiteres sehr wichtiges Verb. Genau. Es bedeutet, die Qualität, den Erfolg oder den Nutzen einer Sache sachlich und objektiv zu bewerten. Man misst quasi, ob etwas wirklich funktioniert hat. Die Perfektform ist hat evaluiert. Auf Englisch übersetzen wir es mit to evaluate. Hat evaluiert, to evaluate. Unser Beispielsatz aus dem ganz normalen Leben an der Uni lautet, Studenten evaluieren die Vorlesung. Hast du das früher eigentlich gemacht? Oh ja, ich erinnere mich da noch sehr gut an mein eigenes Studium. Man saß da im Hörsaal, bekam einen mehrseitigen Papierbogen und sollte evaluieren, wie der Professor war. Und warst du ehrlich? Total. Wenn der Dozent nur monoton seine alten Folien vorgelesen hat, habe ich bei der Evaluation wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Es war ja die einzige Möglichkeit, sich als Student irgendwie Gehör zu verschaffen. Verstehe ich gut. Und genau diese Feedbackschleifen werden in der Zukunft eben viel dynamischer.
Man wartet nicht mehr bis zum Ende des Semesters, um etwas zu evaluieren. Sondern? Das System passt sich in Echtzeit an und dadurch wird der gesamte Lernprozess unglaublich effizient. Effizient. Das 12. Wort. Ja, dieses Adjektiv bedeutet, dass man mit einem absoluten Minimum an Zeit und Energie das absolute Maximum an Erfolg erzielt. Auf Englisch sagen wir dazu efficient. Richtig. Das ist genau der Moment, in dem wir wieder bei meinem Lieblingsbild sind. Welches Bild? Na, statt des akademischen All-You-Can-Eat-Buffets, bei dem du unendlich viel Zeit verschwendest, wird effizientes Lernen zu einer Art medizinischer Vitamininfusion. Oh, das ist ein interessanter Vergleich. Ja, weil der Algorithmus durch das ständige Analysieren genau weiß, was in deinem Blutbild, also in deinem Wissen fehlt, und gibt dir exakt diesen einen Tropfen Information. Das stimmt. Der Beispielsatz für den Alltag lautet: Digitale Lernkarten helfen dabei, Vokabeln besonders effizient zu wiederholen. Das System zeigt dir das Wort genau in der Millisekunde, bevor du es vergisst. Und weil du dann nicht mehr Jahre mit theoretischem Ballast verbringst, kannst du viel schneller in die echte Welt hinausgehen. Das Lernen wird dadurch radikal praxisnah, unser 13. Wort. Praxisnah, ein tolles Wort. Es bedeutet, dass das Lernen extrem eng mit der realen Arbeitswelt und echten Problemen verknüpft ist. Es ist quasi das genaue Gegenteil von hochtheoretisch. Im Englischen übersetzen wir das meistens mit practical oder hands-on. Hands-on, ja, das passt perfekt. Ein gutes Beispiel für euch: Die Ausbildung an Fachhochschulen ist meistens deutlich praxisnäher als an Universitäten. Absolut. Du sitzt da nicht nur im Hörsaal und redest ewig über Theorien, sondern du baust vielleicht direkt mit einem lokalen Unternehmen einen echten Prototyp. Und am Ende all dieser Veränderungen, egal ob ihr nun durch smarte Algorithmen effizient Vokabeln gelernt habt oder in praxisnahen Projekten gearbeitet habt, wollt ihr natürlich einen greifbaren Beweis für eure Mühe. Klar. Etwas, das diese alte, große, formale Qualifikation vielleicht ablöst. Und das bringt uns zum 14. und letzten Wort für heute: das Zertifikat. Das Zertifikat, ein offizielles Dokument, das beweist, dass ihr eine ganz spezifische Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen habt. Auf Englisch heißt es schlicht Certificate. Genau, Certificate. Unser Beispielsatz dazu: Nach dem Online-Kurs erhält jeder Teilnehmer ein international anerkanntes Zertifikat. Solche kleinen, gezielten Zertifikate, man nennt sie oft auch Mikrozertifikate, sind extrem zukunftsorientiert. Warum genau? Naja, sie zeigen einem Arbeitgeber nicht einfach nur, dass du mal 4 Jahre lang generell klug warst an einer Uni, sondern sie beweisen, dass du heute, hier und jetzt eine ganz spezifische Software bedienen kannst. Das ist wirklich eine faszinierende Entwicklung. Wir verabschieden uns scheinbar von den riesigen Blockstudiengängen und bewegen uns hin zu diesen agilen, kleinen Zertifikaten. Ihr seht also, die Landschaft verändert sich radikal. Ja. Und wie versprochen, bringen wir diese komplexe Welt jetzt in unserer Mini-Story zusammen. Hört gut zu und achtet darauf, wie sich diese ganzen Begriffe im Alltag einer jungen Frau namens Anna überschneiden. Okay, also: Anna arbeitet im Büro und spürt schon länger eine tiefe Unzufriedenheit. Sie möchte sich beruflich unbedingt in Richtung Datenanalyse verändern. Aber als sie sich informiert, stellt sie ziemlich frustriert fest, dass das traditionelle Bildungssystem für jemanden, der Vollzeit arbeitet, viel zu starr ist. Ja, ihr fehlt für ihren Traumjob nämlich eine sehr spezifische Qualifikation. Und ein klassischer, rein akademischer Studiengang an einer Universität kommt für sie absolut nicht in Frage. Sie hat weder die Zeit noch die Lust, sich 4 Jahre lang durch theoretische Vorlesungen zu quälen. Sie sucht nach einer Lösung, die das Lernen für Erwachsene endlich reformiert hat. Nach langer Recherche findet sie dann ein neues, digitales Weiterbildungsprogramm. Es wurde speziell für Berufstätige konzipiert und ist extrem zukunftsorientiert aufgebaut. Die Art der Vermittlung begeistert Anna sofort. Es gibt dort keine langweiligen Monologe. Stattdessen wird das Wissen in kleinen, interaktiven Projekten extrem praxisnah und effizient präsentiert. Das intelligente System im Hintergrund hilft ihr dabei massiv. Es kann jeden ihrer Klicks analysieren und ihr sofort personalisierte Übungen vorschlagen. Und jeden Freitag evaluieren erfahrene Mentoren in einem Videocall ihre Fortschritte und geben ihr menschliches, ehrliches Feedback. Diese hybride Methode aus KI und menschlichem Mentoring hat sich inzwischen in vielen innovativen Firmen etabliert. Und am Ende des Programms hält Anna stolz ihr Zertifikat in den Händen und ergattert bereits 2 Wochen später die Position als Datenanalystin.
Wow, eine tolle Geschichte. Sie beweist wirklich, dass die Zukunft der Bildung nicht nur graue Theorie ist, sondern das Leben von echten Menschen verändert. Das war heute ein unglaublich intensiver Austausch, finde ich. Ja, das war es. Aber bevor wir diesen Podcast jetzt beenden, haben wir noch eine sehr wichtige Zuschauerinformation für euch. Ganz genau, bitte spitzt jetzt mal die Ohren. Unsere aktuelle B1-Reihe läuft noch bis Tag 200. Das bedeutet, es bleiben nur noch exakt 5 Folgen bis zum Abschluss dieser Reise. 5 Folgen, Wahnsinn. Danach machen wir eine wohlverdiente Pause von 4 Wochen. In dieser Zeit wird es keine neuen Episoden geben. Aber hey, nutzt diese Zeit aktiv. Ihr könnt die bisherigen Folgen in Ruhe wiederholen und festigen. Geht einfach zurück zu den Themen, die euch vielleicht schwer gefallen sind. Gute Idee. Ja. Und dafür möchten wir euch direkt einbinden. Schreibt uns unbedingt eure Wünsche für B2 in die Kommentare. Genau. Welche Themen interessieren euch besonders? Welche Grammatikthemen bereiten euch aktuell noch Schwierigkeiten? Welche Alltagssituationen sollen wir in den kommenden Dialogen behandeln? Und welche generellen Anforderungen habt ihr an die B2-Reihe? Wir lesen eure Kommentare wirklich sehr sorgfältig und versuchen, eure Wünsche und Anforderungen bei der Planung unserer B2-Reihe möglichst gut zu berücksichtigen. Eure Rückmeldungen sind für uns der Kompass für das nächste Level. So ist es. Morgen bei Tag 196 machen wir direkt mit einem hochaktuellen Thema weiter. Es geht um soziale Medien kritisch nutzen. Oh, das wird spannend. Wir werden darüber diskutieren, wie wir uns in einer Welt voller Fake News und endloser Timelines nicht verlieren. Darauf freue ich mich schon sehr. Das ist ein absolut unverzichtbares Thema in der heutigen Zeit. Auf jeden Fall. Aber bevor wir euch für heute entlassen, möchte ich noch kurz auf unseren allerersten Gedanken aus dem Intro zurückkommen. Welchen genau? Wir haben heute viel über KI gesprochen, die unser Lernen perfekt analysiert und Fakten übernimmt. Hier ist meine letzte Frage an euch. Wenn Maschinen bald das gesamte Faktenwissen der Welt perfekt beherrschen und auf Knopfdruck abrufen können, was ist dann die eine spezifische menschliche Fähigkeit, die wir in Zukunft am intensivsten trainieren müssen, um nicht überflüssig zu werden? Ein brillanter Gedanke zum Abschluss. Denkt mal alle darüber nach. Ja, das solltet ihr tun. Wir verabschieden uns für heute. Macht's gut, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und bis morgen.